Hallo Leute, heute gibt es mal ein Video zu einem Thema, das ich so noch nicht wirklich auf YouTube gesehen habe in Bezug auf das Thema Transgender. Und zwar das Thema Sprache, Begrifflichkeiten. Wie spreche ich über das Thema Transgender? Welche Begriffe sollte ich verwenden? Welche Begriffe sollte ich eher vermeiden? Und was ist politisch korrekt, was ist politisch eher unkorrekt? Ja, das ist ein Thema, wo ich das Gefühl habe, das ist auf YouTube noch nicht wirklich besprochen worden. Und ich dachte, ich covere da jetzt mal New Ground sozusagen. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass einige Leute da draußen sagen werden, ach Gott, Tom, du übertreibst ja maßlos. Man kann doch nicht alles zensieren, was man sagt und immer sich hundertprozentig politisch korrekt verhalten. Ob das in der Praxis dann von euch wirklich umgesetzt wird, was ich euch da jetzt sage, ist eine andere Sache, aber ich möchte zumindest mal darauf hinweisen, wie man korrekterweise über das Thema Transgender sprechen sollte. Ich persönlich versuche das auch zu tun, weil ich einfach aktivistisch unterwegs bin und viel öffentlich zu dem Thema spreche. Und es ist einfach so, die Geschichte hat uns gelehrt, dass Rhetorik und Worte und Wortwahl, gezielte Wortwahl, einen großen Einfluss auf die Menschen hat. Wir sehen das täglich in den Medien. Welche Begrifflichkeiten werden verwendet? Wie werden wir jeden Tag, wenn wir eine Zeitung aufschlagen oder den Fernseher einschalten, von den Medien manipuliert? Wie werden wir von Politikern manipuliert mit ihren rhetorischen Fähigkeiten? Und ich bin überzeugt, dass Worte, gewählte Worte, eine riesige Macht haben und einen riesigen Einfluss darauf, wie die Leute uns sehen und ob sie uns akzeptieren oder nicht. Und deshalb lege ich halt großen Wert darauf, dass ich auch in Bezug auf das Trans-Thema richtige Begrifflichkeiten verwende. Und ich will euch da jetzt einmal ein paar Beispiele sagen, weil es euch wahrscheinlich, wenn ihr diese Begriffe verwendet, um einiges leichter fallen wird, von der Außenwelt akzeptiert zu werden, euch besser erklären zu können, korrekt zu sein und in dieser Korrektheit auch einfach eine ganz andere Argumentation möglich ist. Das fängt schon beim Outing an. Wie oute ich mich bei Leuten, die vielleicht noch nie was vom Thema Trans gehört haben, die vielleicht keine Ahnung haben, was das ist? Wie oute ich mich bei denen so, dass sie mich verstehen und verstehen, was ich durchmache und gleichzeitig es schaffen, auch das zu akzeptieren, was ich bin und mich so anzunehmen, wie ich bin. Es gibt verschiedenste Arten, wie sich Leute outen. Manche überlegen sich das sehr gut, andere weniger, habe ich das Gefühl. Ich habe schon verschiedene Outing-Situationen mitbekommen von Leuten und es gibt tatsächlich Leute, die sich mit folgendem Satz outen. Ich möchte ein Mann werden. Meine Reaktion auf diesen Satz? Und ich werde euch jetzt gleich erklären, was mit diesem Satz ein großes Problem ist. Und das ist genau die Kombination von zwei Worten, und zwar möchte und werden. Wenn du sagst, ich möchte ein Mann werden, dann indiziert das, dass du noch keiner bist. Das heißt, du bist jetzt eine Frau und möchtest dann ein Mann werden. Und ich meine ja, in Bezug auf Körperlichkeiten ist das ja nicht falsch. Du hast einen weiblichen Körper und möchtest den angleichen. Aber es gibt da ein Problem. Denn erstens, wir werden nie einen hundertprozentig biologisch männlichen Körper haben. Viele von uns machen nicht alle OPs und selbst wenn du alle OPs machst, ist es nicht gesagt, dass das Ergebnis hundertprozentig so aussieht wie das eines biologischen Mannes. Von dem her ist das schon mal falsch. Und das zweite Problem ist, dass die meisten Leute, wenn sie sich outen, noch nicht auf Hormonen sind und noch keine OPs haben und das auch nicht unmittelbar in der Minute nach ihrem Outing der Fall sein wird. Das heißt, du outest dich und wartest dann vielleicht noch Wochen oder Monate auf deine Hormontherapie oder machst vielleicht gar keine. Und du möchtest aber schon nach deinem Outing als männlich wahrgenommen werden. Also in dem Moment, wo du dich outest, sagst du normalerweise dazu, ja, das ist mein männlicher Name und verwende den jetzt bitte und männliche Pronomen und so weiter. Wenn du dich jetzt aber outest mit ich möchte ein Mann werden, kommen tatsächlich Reaktionen und das ist wirklich passiert. Ich kenne Fälle. Kommen tatsächlich Reaktionen wie, okay, cool, aber kann ich dich jetzt noch mit deinem alten Namen anreden, bis es soweit ist? Und ganz ehrlich, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, wenn du den Satz so formulierst. Also das erste ist mal das Problem mit werden. Nein, du bist schon männlich, weil wir reden hier nicht vom körperlichen Geschlecht, wir reden von dem Geschlecht, mit dem du dich identifizierst und vom sozialen Geschlecht. Und da bist du schon männlich zum Zeitpunkt deines Outings und eigentlich schon seit deiner Geburt, auch wenn es dir vielleicht nicht immer klar war. Und das zweite Problem mit diesem Satz ist das Wort möchte. Das Wort möchte ist ein sehr problematisches Wort, das man sehr gezielt einsetzen sollte und vielleicht in manchen Kontexten meiden sollte, weil in dem Fall weist das Wort möchte darauf hin, dass es hier um eine Entscheidung geht. Und viele Leute, wenn du dich outest, glauben erstmal, weil sie keine Ahnung von dem Thema haben, dass du eine Phase durchmachst, dass das vielleicht vorbeigeht, dass sie dir das irgendwie ausreden können.
Und wenn du dann sagst, ich möchte, dann ist das so, okay, der möchte das jetzt. Das ist eine Entscheidung. Ich kann ihm das jetzt ausreden. Das heißt, wie sollte man sich richtig outen? Es gibt 100 verschiedene Varianten, wie du dich richtig outest. Vermeide einfach diesen einen Satz und dann kann schon nicht mehr viel schief gehen. Ich habe mich, wenn ich mich wo geoutet habe, eher geoutet mit, ich habe mich immer als männlich gefühlt, das Äußere passt nicht dazu und deshalb möchte ich das angleichen lassen. Oder meine Geschlechtsidentität in mir drin passt einfach nicht zu meinem Körper. Solche Sachen, aber nicht, ich möchte ein Mann werden. Genauso umgekehrt nach deiner Transition vermeide es einfach zu sagen, ich war früher eine Frau. Das sind Worte, mit denen wird in den Medien sehr oft um sich geworfen. Sie sind nicht korrekt, weil es geht hier wirklich, wie gesagt, um das soziale Geschlecht, um deine Geschlechtsidentität. Die war nie weiblich. Auch wenn du dich vielleicht manchmal im Aufwachsen in diese weibliche Rolle eingefügt hast, heißt das nicht, dass du dich darin wirklich wohlgefühlt hast. Und selbst wenn das so war, vermeide es, einfach das zu sagen. Es wirft einfach so ein merkwürdiges Bild auf das ganze Thema. Es ist einfach nicht hundertprozentig korrekt. Genauso ist es mit dem Wort Geschlechtsumwandlung. Das ist das Zweite, worauf ich eingehen wollte. Das ist etwas, womit in den Medien extrem um sich geworfen wird, macht eine Geschlechtsumwandlung. Das Wort ist unkorrekt, weil eine Umwandlung würde bedeuten, dass du eben zuerst weiblich warst, dann lässt du dich umwandeln und wirst plötzlich männlich. Und wir sprechen hier wieder, wie schon gesagt, vom sozialen Geschlecht, das eigentlich vor deiner Transition schon männlich war. Und du lässt den Körper an das Geschlecht, das du schon hast, in dir angleichen. Daher ist es ziemlich wichtig, den Begriff Geschlechtsangleichung zu verwenden, einfach weil es der korrekte Begriff ist, ja. Und ich weiß, es gibt viele Leute da draußen, die sagen, ach Tom, scheiß drauf, ist doch nicht so wichtig, ich sage trotzdem Geschlechtsumwandlung. Ich kann euch nicht zwingen, Geschlechtsangleichung zu verwenden. Ich sage euch nur, dass es der korrekte Begriff wäre und dass es für unsere Community natürlich ein Vorteil wäre, die korrekten Begrifflichkeiten zu verwenden, weil wir nicht verlangen können von den Medien oder von Ärzten oder Außenstehenden, dass sie jemals die richtigen Begriffe in Bezug auf uns verwenden, wenn wir es selber nicht tun. Und ich denke mir, es sind so Kleinigkeiten, weißt du, es ist doch jetzt kein größerer Aufwand, Angleichung zu sagen als Umwandlung. Und ich persönlich halte es eben, wie gesagt, für sehr wichtig, weil mit Worten einfach bestimmte Gedankengänge verbunden sind. Und wenn du sagst, Umwandlung ist wieder dieses, ich war vorher weiblich, wovon wir ja eigentlich weg wollen. Das ist eben wichtig, dass die Leute das verstehen, weil damit steht und fällt die Akzeptanz. In meiner Erfahrung haben die Leute mich genau dann akzeptiert, wenn sie verstanden haben, okay, du hast dich immer so gefühlt und das war schwer für dich und jetzt hast du was getan, um das anzugleichen und wir können das nachvollziehen. Das ist viel nachvollziehbarer für die Außenwelt und du sagst, ja, ich habe mich immer so gefühlt und es ging mir schlecht dabei, als wenn du sagst, ach, ich wollte halt mal ein Mann werden. Es ist einfach dieses, wie verkaufe ich diese Sache der Außenwelt, ja. Ein weiterer Begriff, den ich euch ans Herz legen würde zu verwenden, ist das Wort Cis-Person. Cis-Personen sind eben Leute, die sich mit dem Geschlecht, mit dem sie biologisch geboren sind, identifizieren können. Ergo alle Leute, die nicht trans sind. Das Wort Cis hat sich etabliert, um einen Gegensatz zum Trans zu haben. Wenn ich sage, es gibt Trans-Personen und Cis-Personen, ist das viel besser, als wenn ich sage, es gibt Trans-Personen und normale Personen. Das ist nämlich eigentlich das, weshalb wir den Begriff Cis verwenden, um eine Beschreibung für alles zu haben, das nicht trans ist, einfach um ja nicht sagen zu müssen, okay, normal. Weil es ist nicht so, dass wir abnormal sind. Wir sind trans, aber das ist völlig in der Norm. So und so viele Prozent der Bevölkerung sind trans. Auch wieder sowas, was man natürlich in der Praxis, wenn man mit Freunden redet und sagt man das halt mal so, empfindet es als nicht so schlimm. Wenn du öffentlich irgendwas zum Thema trans sagst, vermeide es bitte einfach. Weil es wichtig ist, da eine gewisse Awareness zu schaffen. Und dann gibt es noch eine Sache, auf die ich unbedingt noch eingehen wollte, und zwar auf das Wort Transgender selber. Und bitte, 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 vergesst niemals, Transgender ist ein Adjektiv und kein Nomen. Ich bin Transgender, perfectly fine. Ich bin ein Transgender, absolutes No-Go. Für mich absolutes No-Go. Ist für mich eine Beleidigung. Wirklich, ich empfinde es als beleidigend, wenn mich jemand als ein Transgender bezeichnet. Das ist etwas, das in den Medien überall, wirklich überall verwendet wird. Er ist ein Transgender, sie ist ein Transgender. Das ist vielleicht ein Wort, das auf den ersten Blick jetzt nicht irgendwie auffällig negativ ist, wenn man darauf nicht wirklich sensibilisiert ist. Vielleicht fällt das besser auf, wenn ich jetzt das Beispiel schwul hernehme. Wenn du sagst, er ist ein schwuler Mann,
ist das etwas anderes, wie wenn du sagst, er ist ein Schwuler. Merkt ihr, wie das vom Feeling her irgendwie abwertend rüberkommt? Ein Schwuler. Und genau das Gleiche ist es, wenn du sagst, ein Transgender. Es heißt nicht ein Transgender, es heißt eine Transgender-Person oder eine Transperson. Und als Adjektiv, ich bin trans oder ich bin Transgender, ich bin eine Transgender-Person. Aber niemals, niemals als Hauptwort verwenden, bitte. Weil es einfach extrem abwertend rüberkommt. Vielleicht nicht für jede einzelne Transperson. Es gibt vielleicht Transpersonen da draußen, die wieder sagen, ach, ist mir doch egal. Wie gesagt, es gibt viele, die nicht großen Wert auf Begrifflichkeiten legen, die sich das Leben da leichter machen und sagen, ach, sollen reden, ist egal. Ich persönlich empfinde es als Beleidigung. Es ist einfach mein Gefühl, wenn jemand sowas zu mir sagt, empfinde ich es als respektlosen Ausdruck und es gibt sicher viele da draußen, die das genauso empfinden. Deshalb sollte man das vielleicht vermeiden, weil es da draußen Leute gibt, die mit dem Begriff nicht wirklich können. Also ihr merkt schon, das ist ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich komme da auch oft mit anderen Transleuten in Diskussionen, weil die dann meinen, okay, du übertreibst wirklich maßlos mit deiner Political Correctness. Aber es ist einfach etwas, das ich mir angeeignet habe, weil ich viel über dieses Thema spreche und ich merke, wie man Akzeptanz bei Außenstehenden generieren kann durch seine Worte und wie man eher Unverständnis generieren kann, das dann teilweise auch in Respektlosigkeit ausartet. Und es steht und fällt wirklich mit dem, wie verkaufe ich etwas. Sage ich Umwandlung, sage ich Angleichung, sage ich bin ein Transgender oder ich bin eine Transperson. Es ist vom Reden her jetzt nicht wesentlich mehr Aufwand, ob ich jetzt das eine oder das andere sage. Und wenn man ein paar Mal das bewusst mitdenkt, dann geht das auch so in den Redefluss rein, dass man es mit der Zeit gar nicht mehr hinterfragt und automatisch einfach so sagt, wie es gesagt werden sollte. Ich lege euch ans Herz, euch ein bisschen mit diesen Begriffen vertraut zu machen und auch diese Begriffe möglichst zu verwenden. Wenn es nicht immer klappt und euch mal irgendwas rausrutscht, was jetzt nicht ganz korrekt war, mein Gott, geht die Welt nicht unter davon. Aber ich kann euch nur raten, die Begriffe zu verwenden, weil es für euch einiges leichter macht einfach. In der Konversation mit eurem Gegenüber. Ich hatte nie Probleme mit meinem Outing. Egal wo ich hinkomme, die Leute akzeptieren mich. Auch konservative Leute schaffen es, mich zu akzeptieren. Und ich bin überzeugt, dass das teilweise mit der Art, wie ich über dieses Thema spreche, zu tun hat. Und deshalb wollte ich euch das jetzt nicht vorenthalten. Ich hoffe, dass ihr euch da jetzt irgendwas rausholen konntet und mich würden eure Meinungen interessieren. Findet ihr, dass ich überreagiere und alles übertreibe oder findet ihr schon, dass es wichtig ist, die richtigen Begrifflichkeiten zu verwenden? Schreibt es mir unten in die Kommentare, wir können das gern diskutieren. Ich bin offen für eure Meinungen und euer Feedback. Und in diesem Sinne sehen wir uns demnächst wieder bei einem Video. Bis dahin macht's gut und tschüss.